Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen bei Frankensteins Kaiju-Börs. Bei uns kommt es auf die Größe an. Bevor am 4. April mit Godzilla x Kong The New Empire, der neueste Film des Monsterverse in Deutschland erscheint, gibt es heute die gesamte bisherige Geschichte dieses Universums. Und vorweg, mittlerweile zählen neben den bisherigen Filmen und Serien auch mehrere Bücher und Comics als Kanon. Leider gibt es deshalb auch mehrere Kontinuitätsprobleme. So wird zum Beispiel das Gründungsjahr von Monarch immer mal wieder geändert. Und darauf gehen wir heute nicht ein, weshalb viele Punkte von Monarch Legacy of Monsters übergangen werden. Auch werden wir nur die Medien behandeln, die für uns für die Geschichte als relevant empfunden wurden. So werden wir zum Beispiel nicht über Justice League vs. Godzilla vs. Kong reden. Nun geht es aber los. Die Geschichte beginnt 1944, als die beiden Piloten Hank Marlowe und Gunpei Ikari auf Skull Island abstürzen. Während ihres Kampfes erscheinen Kong und die beiden Männer beenden ihren Kampf. Ab 1945 wird durch den Comic Godzilla's Awakening von 2014 weitererzählt. Eiji Serizawa sucht nach dem Atombombenabwurf auf Hiroshima nach seiner Familie, doch findet nur seinen Sohn Ishiro. Daraufhin sieht er etwas Monströses am Himmel, während etwas im Wasser davon schwimmt. Er dient auch nach dem Krieg der Marine und 1946 bekommt sein Schiff den Hilferuf eines amerikanischen Schiffes mit. Nachdem sie einen der amerikanischen Männer gefunden haben, finden die Seeleute das zerstörte Schiff tief im Landesinneren und werden von der Kreatur namens Shinomura angegriffen, die Serizawa in Hiroshima gesehen hatte. Sie betreten das Schiff, um die Männer darin zu retten, aber Shinomura wirft das Schiff ins Meer und versenkt es. Niemand außer Serizawa und dem einzigen Amerikaner, den sie gerettet haben, namens Shaw, überlebt. Shaw ist von Serizawas Überleben beeindruckt und bietet ihm einen Job bei der US-Regierung an, den er annimmt. Godzilla sieht zu, wie Shinomura davonfliegt. Später wird Serizawa Teil der ersten japanisch-amerikanischen Militäreinheit seit der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg, Monarch. General MacArthur erklärt, dass die Aufgabe der Monarch-Einheit darin besteht, im Geheimen die riesigen, unbekannten Organismen zu töten, um eine weltweite Panik zu vermeiden. So wurde 1954 die Wasserstoffbombe nur gezündet, um Godzilla zu töten. 1973 spielen sich die Ereignisse von Kong Skull Island ab. Die Vereinigten Staaten sind kurz davor, ihre Beteiligung am Vietnamkrieg zu beenden. Eine ihrer eher unbekannten Organisationen steht ebenfalls kurz vor dem Ende. Die Monarch-Agenten Bill Randa und Houston Brooks besuchen Senator Al Willis in einem letzten Versuch, ihn davon zu überzeugen, die Finanzierung einer Expedition nach Skull Island sicherzustellen, die gerade zum ersten Mal vom Landsat-Satelliten fotografiert wurde. Landsat plante bereits einen Besuch auf der Insel, von dem Randa glaubt, dass sie ein Ökosystem unglaublicher Kreaturen beherbergt, ähnlich dem Monster, das die Vereinigten Staaten 1954 mit einem Wasserstoffbombentest zu töten versuchten. Willis tut es als Märchen ab, aber Brooks überzeugt ihn mit der Möglichkeit, dass die Insel wertvolle neue Ressourcen wie Medikamente oder alternative Kraftstoffe enthält. Außerdem erinnert er daran, dass auch die Sowjetunion bald von ihrer Existenz erfahren wird. Vorsorglich bittet Randa auch um eine militärische Eskorte. Diese Eskorte besteht aus der Hubschrauberstaffel Sky Devils, angeführt vom engagierten Oberstleutnant Preston Packard. Bei ihrer Ankunft werfen sie seismische Ladungen ab, welche Kong anlocken, der die Staffel angreift. Es bilden sich zwei Gruppen von Überlebenden, eine unter der Führung von Packard und unter Einschluss von Randa, die andere besteht aus Conrad, Reaver, Brooks, Nieves und dem Monarch-Biologen Lin Zhang. Während das Team um Packard um ihr Überleben kämpft und auf zahlreiche Kreaturen trifft, treffen die anderen auf das Dorf des Iwi-Stammes und auf Hank Marlowe. Dort lernen sie die Geschichte der Insel. Und kurz darauf findet Bill Randa sein Ende. Wie allerdings in Monarch Legacy of Monsters zu sehen ist, hat er vorher seine Unterlagen ins Meer geworfen, damit die Außenwelt von den Ereignissen erfährt. Als die Überlebenden schließlich von der Insel gerettet werden, steigt Kong triumphierend in seinem Reich, schlägt sich auf die Brust und stößt dabei ein gewaltiges Brüllen aus. 1980 erzählt Eiji seinem Sohn Ishiro von all seinen Abenteuern und ein Jahr später verstirbt er. Nachdem die Beerdigung beendet ist, wird Ishiro von Shaw angesprochen. Da er nun die Wahrheit kennt, sagt Ishiro zu Shaw, dass er bereit sei, sich Monarch anzuschließen. Die Serie Skull Island erzählt die weitere Geschichte von Kong während der frühen 90er Jahre. Die Freunde Charlie und Mike begleiten ihre Väter Cap und Hiro auf einer Expedition im Südpazifik, auf der Suche nach Kryptiden. Charlie entdeckt ein Mädchen, das im Meer treibt. Sie heißt Annie und erklärt, dass sie von einem anderen Schiff geflohen ist. Sie wird alarmiert, als sie in der Ferne eine Leuchtrakete sehen. Doch das Schiff, das sie abgefeuert hat, sinkt auf mysteriöse Weise. Zwei Söldner schleichen sich an Bord des Schiffes der Gruppe, um Annie zu fangen. Doch das Boot wird plötzlich von einer riesigen Kreatur mit Tentakeln, dem Kraken, angegriffen.
Die Kreatur zerstört das Boot und tötet dabei beide Söldner und den Großteil der Besatzung, darunter auch Hiro. Der Rest wird an die Küsten von Sky Island gespült. Und kurz darauf werden sie von riesigen Krabben angegriffen, aber Andy kommt, um ihnen zu helfen. Und die Krabben werden von einem fernen brüllenden Wesen verscheucht. Im weiteren Verlauf wird klar, dass der Kraken die Herrschaft von Kong über Sky Island herausfordert. Als Herausforderung wirft er einen toten Wal mitten auf die Insel. Da auch die Gestrandeten den Kraken als Feind, der ihnen die Flucht unmöglich macht, sehen, versuchen sie Kong zum Kämpfen zu bringen. Es wird bekannt, dass Kong einst seine Beziehung zu einem spanischsprachigen Mädchen einging, das mit einer Gemeinschaft anderer Schiffswracküberlebenden auf der Insel lebten. Der Kraken griff ihre Siedlung an und das Mädchen starb. Kong begrub das Mädchen und legte ihre Heizkette auf einen Altar in der Nähe seines Schlafplatzes. In der heutigen Zeit erklärt Charlie seinen Plan, Kong mit der Heizkette ans Meer zu locken, nachdem er seine Bindung daran bemerkt hat. Es kommt zu einem Kampf zwischen den beiden Monstern und der Kraken gewinnt die Oberhand, bis es Kong gelingt, ihn zu verwunden, indem er ihn mit dem kaputten Rumpf von Caps versunkenem Boot durchsticht. Der Kraken taucht wieder auf, aber Kong schafft es schließlich, ihn zu töten, indem er ihn in zwei Hälften reißt. 1999 wird der Monarch-Vertreter Dr. Ishiro Serizawa zusammen mit seiner Assistentin Dr. Vivian Graham zum Ort eines Bergbaueinsturzes auf den Philippinen gerufen. Mit einem kleinen Team findet er in einer großen unterirdischen Höhle ein riesiges versteinertes Skelett und zwei Eier. Ein Ei war bereits geschlüpft und das Tier war ins Meer geflohen. Ein paar Tage später kommt es im Kernkraftwerk Janjira in Japan zu seismischen Aktivitäten. Der Kernphysiker und Kraftwerksleiter Joe Brody und seine Frau Sandra machen sich auf den Weg zum Kraftwerk. Das Kraftwerk wird bald durch eine Explosion und ein Strahlungsleck zerstört, wobei Sandra und ihr Team getötet werden. Joes und Sandras Sohn Ford beobachtet von seinem Klassenzimmer aus, wie die Kühltürme einstürzen. Im Jahre 2013 wird Bill Renders Tasche von einem Fischer gefunden. In 2014, Ford lebt mittlerweile mit seiner Familie in San Francisco, erfährt er, dass sein Vater Joe wegen Hausfriedensbruch in Janjira verhaftet wurde, nachdem er eine Frequenz empfangen hatte, die mit der identisch war, die er kurz vor der Zerstörung des Atomkraftwerks entdeckt hatte. Nachdem Ford nach Japan gereist war und ihn gerettet hat, überredet Joe ihn bei einer weiteren Reise nach Janjira zu begleiten, um Sandra zuliebe die Wahrheit hinter der Katastrophe zu erfahren. Sie erfahren, dass sich auf dem Gelände jetzt ein großes Labor zur Untersuchung einer seltsamen Puppe auf dem Reaktor befindet, die auf den Philippinen aufgetauchten Kreaturen ähnelt. Als das Monster zu schlüpfen beginnt und immer häufiger elektromagnetische Impulse aussendet, gibt Serizawa bedauernd den Befehl, es mit elektrischem Strom zu töten. Doch das Monster schlüpft. Auf der USS Saratoga offenbaren Serizawa und Graham Ford, dass sie für Monarch arbeiten. Eine multinationale Organisation, die sich der Erforschung riesiger Monster und der Verschleierung ihrer Existenz vor der Öffentlichkeit widmet. Laut Graham wurde Monarch 1954 gegründet, nachdem die USS Nautilus versehentlich ein uraltes Alpha-Raubtier namens Godzilla erweckte. Das Monster in Janjiro war ein Muto, ein massiver, unidentifizierter, terrestischer Organismus. Als natürlicher Feind von Godzillas Art schlüpfte der Muto aus parasitären Eiern, die in den Kadavern einer anderen uralten Kreatur wie Godzilla implantiert wurden. Und kurz darauf kommt es zum G-Day und die Bevölkerung San Franciscos wird mit Schulbussen evakuiert. Als Sams Bus die Golden Gate Bridge überquert, taucht Godzilla auf. Die Marine eröffnet das Feuer, um ihn an dem Betreten der Stadt zu hindern. Die Armeeeinheiten auf der Brücke schließen sich ihnen an. Godzilla hält dem Artilleriefeuer stand, bis ihn eine Explosion am Kiefer trifft, wodurch er gegen die Brücke prallt und diese in zwei Hälften teilt, wobei Sams Bus gerade noch rechtzeitig entkommt. Der Bus von Kate Render hat weniger Glück und stürzt mit fast allen Kindern ab. Gerade als Soldaten auf einem nahegelegenen Boot den analogen Detonationstimer für die Atomrakete einstellen, feuert der männliche Muto ein weiteres EMP ab, schnappt sie sich und versenkt dabei das Schiff. Anschließend fliegt er in die Innenstadt von San Francisco, um es dem Weibchen als Geschenk zu überreichen. Al erreicht einen Unterschlupf, während der männliche Muto seinen Kampf mit Godzilla fortsetzt und seinen Partner Zeit verschafft, sein Netz zu bauen. Godzilla nimmt die Verfolgung auf und diesmal tötet er den männlichen Muto, indem er ihn mit dem Schwanz in das 44 Montgomery Gebäude peitscht und ihn auf dem zerstörten Gebäude aufspießt. Dem weiblichen Kaiju reißt er ihren Kiefer auf, feuert seinen atomaren Atem in den Mund und enthauptet sie so. Erschöpft wirft Godzilla seinen Kopf ins Wasser und bricht zusammen. Am nächsten Tag trifft sich Ford wieder mit Sam und Al. Serizawa und Graham sehen voller Ehrfurcht zu, wie Godzilla erwacht, und ein Nachrichtensender nennt ihn zum König der Monster. Währenddessen suchen Mark und Emma Russell in den Trümmern von San Francisco verzweifelt nach ihrem Sohn. Die Serie Monarch Legacy of Monsters zeigt, wie sehr sich die Welt daraufhin änderte. Im Jahr 2015 fliegt Kate Render nach Japan, nachdem sie gehört hat, dass ihr Vater gestorben ist. In der Wohnung ihres Vaters trifft sie dann auf zwei Personen.
Wie sich herausstellte, hatte Hiroshi Render 2 Familien und sie hat einen Halbbruder namens Kentaro Render. Im Laufe der Serie stellt sich heraus, dass Hiroshi Render noch lebt und mit Hilfe eines sogenannten Telefons für Kaiju Jagd auf Godzilla macht. Da Godzilla tatsächlich auftaucht, endet ihr Wiedersehen jedoch bevor es begonnen hat, weshalb die Geschwister zurück nach San Francisco fliegen. Zum Ende der Serie gibt sich Monarch die Menschen zu erkennen, nachdem fälschlicherweise der Godzilla-Alarm in San Francisco aktiviert wurde. Zur selben Zeit ist bekannt geworden, dass Epic seine Forschung begonnen hat. In 2019 kommt es zu den Ereignissen von Godzilla King of the Monsters. Emma lebt zusammen mit ihrer Tochter Madison zusammen im Monarch Außenposten 61 und hat gerade ihr Sonargerät, den Orca, fertiggestellt. Nachdem es zu einem Kreischen kommt, rennen sie in den Tempel der Motte, denn in seiner Kammer beginnt das Ei, welches bisher inaktiv war, zu schlüpfen. Dr. Mancini stellt es als Titanus Musura vor, besser bekannt als Mothra. Danach dringen bewaffnete Angreifer in den Raum ein und erschießen sofort den Großteil des Monarch-Personals. Währenddessen sprechen Dr. Ishiro Serizawa, Vivian Graham und Sam Coleman im Namen von Monarch vor einem Senatsausschuss, wobei auch Admiral Willem Stenz und die anderen Militärbeamten anwesend sind. Sam erklärt, dass sie als Zeuge des Wiederauftauchens der Titanen sind und dass Godzilla, die Mutos und Kong nur die Spitze des Eisberges sind. Monarch glaubt, dass viele solcher Kreaturen immer noch auf der ganzen Welt versteckt sind und ebenfalls erwachen könnten. Die 3 reisen nach Colorado, wo Mark Russell jetzt in einer abgelegenen Hütte lebt und Wölfe fotografiert. In Marks Kabine erklären ihm die 3 die Situation. Emma und Madison wurden von einer unbekannten Macht entführt und der Orca wurde mit ihnen gestohlen. So überzeugen sie Mark, sich Monarchs Unterwasserbasis Außenposten 54 Casa Bravo zu begleiten. Emma und Madison werden von einem Mann namens Alan Jonah entführt, einen menschenfeindlichen ehemaligen Oberst der britischen Armee und MI6-Agent, der mittlerweile zum Ökoterroristen wurde und davon besessen ist, die Titanen einzusetzen, um damit die Herrschaft der Menschheit auf der Erde zu beenden. Die Befürchtungen sind berechtigt, denn Jonah ist mit seinem Team zum Monarch Außenposten 32 in die Antarktis geflogen, um dort Monster Zero zu erwecken. Monarch untersucht Godzillas aktuellen Kurs und kommt zu dem Schluss, dass er nur zu einem Ort unterwegs sein kann, der Antarktis. Monarch folgt Godzilla in ihrem Flaggschiff, der USS Argo. Dort angekommen zündet Emma die zuvor im Eis angebrachten Sprengladungen und befreit so Ghidorah. Godzilla bricht kurz darauf aus dem Eis hervor und fordert ihn heraus. Nachdem eine verirrte Rakete in seiner Nähe explodierte, wurde Mark bewusstlos und sieht, wie Monster Zero flieht. Und später erwacht er an Bord der USS Argo. Auf der Brücke besprechen Mitglieder von Monarch, was gerade passiert ist, während Serizawa im Stillen und Graham trauert. Anschließend reisen sie zum Monarch Außenposten 56 und der Monarch kommt zu dem Schluss, dass Jonah und Emma den Titan im dortigen Vulkan erwecken wollen. Bei diesem handelt es sich um Rodan. Durch den Orca bricht der Vulkan aus und Feuerrodan erscheint. Er wird jedoch kurz darauf von Ghidorah unterworfen. Als Godzilla auftaucht, kontaktiert Admiral Stenz die Argo und informiert Monarch, dass das US-Militär die Situation übernimmt. Er sagt, sie hätten eine experimentelle chemische Waffe entwickelt, den Sauerstoffzerstörer, um die Titanen zu töten. Die Waffe wurde bereits abgefeuert und wird beim Aufprall alles in einem Umkreis von 2 Meilen töten. Daher warnt er die Argo sofort zu evakuieren. Godzilla wird durch den Oxygenzerstörer schwer verwundet, während Monster Zero unbeschadet davonfliegt. Die spinnenartige Skylla taucht in Sedona, Arizona aus dem Untergrund auf und die gehörnte, von einem Berg bevölkerten Methusalem bricht aus dem Untergrund in der Nähe von München auf. Währenddessen sehen Dr. Ling und Houston Brooks, wie Mothra aus ihrem Kokon schlüpft. Es wird klar, dass Monster Zero kein gewöhnlicher Titan ist. Es hat alle anderen geweckt und scheinbar das Kommando über sie übernommen. Monarch kommt daher zu dem Schluss, dass Ghidorah ein außerirdisches Wesen sein muss und erklärt damit seine unnatürlichen Fähigkeiten wie seine Immunität gegen den Sauerstoffzerstörer und die sofortige Regeneration seines fehlenden Kopfes. Die Titanen greifen den Globus an. Nicht nur Ghidorah, Rodan, Skylla und Methusalem sind auf freiem Fuß, sondern auch andere, wie der Faultier-ähnliche Behemoth mit seinen Stoßzähnen und die Königin Muto sind auf den Vormarsch. Monarch findet eine unglaublich radioaktive Kammer, umgeben von geschmolzenen Lavaströmen, in der Godzilla auf einem riesigen Altar liegt. Leider kann es Jahre dauern, bis sich Godzilla wieder erholt hat, was bedeutet, dass er Ghidorah nicht rechtzeitig aufhalten kann. Serizawa erklärt jedoch, dass er es selbst tun wird. Er bringt den Torpedo zu Godzillas Altar, verabschiedet sich von ihm und löst die Zündung aus. Madison klaut derweil den Orca und eilt zum Fenway Park. Durch das Signal werden die Kaiju angelockt und es kommt zum Kampf zwischen Rodan und Mothra und Ghidorah und dem zur neuen Stärke gefundenen Godzilla. Mothra gelingt es, Rodan kampfunfähig zu machen, doch Rodan verbrannt ihre Flügel und sie stürzt sterbend zu Boden. Ghidorah lädt sich mit elektrischen Leitungen auf, während Godzillas Energie einen kritischen Punkt erreicht. Er wird zu Burning Godzilla.
Godzilla stampft auf seine Brust und erzeugt eine riesige Explosion, die Ghidorah zerstört. Rodan, der eine schwere Wunde in der Brust trägt, aber immer noch sehr lebendig und beweglich ist, nähert sich Godzilla und brüllt wütend zu ihm hoch. Godzilla starrt auf Rodan herab und sein Gesichtsausdruck überzeugt, den geflügelten Titanen nachzugeben. Die anderen Titanen folgen diesem Beispiel und verneigen sich jeweils auf ihre eigene Weise vor dem neuen König der Monster. Allerdings ist nicht alles in Ordnung, da Sky Island instabil geworden ist und Kong es möglicherweise nicht mehr unter Kontrolle halten kann. Währenddessen behauptet ein Nachrichtensender, dass Monarch einen mechanisierten Titan baut und Jonah kauft den Kopf von Ghidorah, welcher er im Kampf mit Godzilla verloren hat. Die Monate danach zeigt der Comic Godzilla Dominion. Godzilla denkt darüber nach, wie sich die Welt verändert hat, seit Ghidorah erwachte und dass es nach seinem Tod immer noch Ungleichgewichte in seinem Territorium gibt, während er nach einem neuen Gleichgewicht sucht. Er schwimmt unter dem Meer an einem Eingang zur Hohlerde, um sich dort auszuruhen. Auf seinem Weg wird er zuerst von Nakika und dann von Tiamat angegriffen. Godzilla dringt tiefer in die Höhle vor und stößt auf eines seiner alten Verstecke, dessen Wände mit Gemälden von ihm und seinen Anbetern geschmückt ist. Allerdings ist etwas anders. Sein Rivale war nicht derselbe. Vor Tiamat gab es hier noch einen anderen. Godzilla sieht den Schädel eines Mitglieds von Kongs Spezies und erkennt, dass er seinen Rivalen gehört. Godzilla hat ein neues Zuhause gefunden und kann sich bald ausruhen. Aber zuerst muss er auch die anderen Titanen zur Ruhe rufen. 2021 fliegt Andrew Burns mit ihrem Team um Davis Lynn nach Sky Island und im einen Jahr etwas bisher Unmögliches zu tun: die Erkundung der Hohlerde. Anschließend stellt sich Chief Officer Houston Brooks vor, der die Einweisung übernimmt. Er sagt, dass Lynn sich derzeit in Washington D.C. aufhält, also sei er hier, um sie an seiner Stelle auf den neuesten Stand zu bringen. Brooks zeigt ihnen eine holographische Karte von Sky Island und weist auf eine Höhle hin, die sich seiner Meinung nach meilenweit über dem Wirbel befindet, der zur hohen Erde führt. Brooks sagt, dass das Bohrteam jetzt losziehen muss. 2 Soldaten, Wallace und Cooper, halten in der Nähe Wache. Brooks denkt darüber nach, wie sich sein Leben um Sky Island zu drehen scheint. Dr. Eileen Andrews hat einige Hologlyphen übersetzt, die sie in der Nähe des Wirbels gefunden hatte und die von einer Eevee-Legende über einen riesigen Sturm und einen Kampf gegen die Sonne erzählen. Wallace und Cooper informieren der Garde über einen Kommunikator, dass sie eine Bewegung erkennen. Er fragt, ob sie Unterstützung brauchen, gerade als die beiden beobachten, wie sich in der Ferne ein Geistertiger bewegt. Brooks sieht vom Helikopter aus Kong. Es ist das erste Mal seit 1973, dass er Kong so nah sieht. Kong ist inzwischen 3-mal so groß wie damals und soll jetzt mindestens 90 Meter groß sein. Eine Drohne steigt weiter in die Höhle hinab, während Brooks sich fragt, was das denn für ein Geräusch war. Er schaut auf einen Monitor und sieht, dass es ein Schrei aus dem Wirbel war, als er eine Akte über Titanus Kamasos hervorholt und sich fragt, was er getan hat. Der König der Tiefe, Kamasos, kann Sonnenlicht nicht ertragen, also braucht er künstliche Dunkelheit, um das Sonnenlicht auszublenden, bevor er auftauchen kann. Sobald dies der Fall ist, erhebt er sich, um sein neues Königreich zu beanspruchen. Und als Brooks dies sagt, stürzt Kamazos vor Kong aus dem Boden, der sich auf die Brust schlägt und Titanen anbrüllt. Kong zerrt Kamazos in Richtung des Kraters, aus dem er aufgetaucht ist, hebt ihn dann am Hals hoch und schlägt ihn direkt ins Gesicht, sodass er zurück in den Krater fällt und von seinem Schwarm verfolgt wird. Derweil werden auf Sky Island mehrere Eevee-Flüchtlinge evakuiert. Unter ihm ist das junge Waisenkind Gia. Kong kehrt zur Höhle im Dschungel zurück und entfernt die Ranken, die den Rest des Gemäldes verdecken. Er runzelt die Stirn, als er sieht, dass das gesamte Gemälde seine Vorfahren im Kampf gegen Godzilla zeigt. Der Film Godzilla vs. Kong bringt uns ins Jahr 2024. Kong wird vom Monarch in einer riesigen Kuppel auf Sky Island überwacht, die vor der Welt verborgen gehalten wird. Währenddessen wird er von Gia besucht, der letzten Eevee-Eingeborenen und jungen Adoptivtochter der Kong-Expertin Eileen Andrews. Gia ist taub und kommuniziert mit Kong über Gebärdensprache. Bernie Hayes, ein Mitarbeiter von Apex Cybernetics und Moderator des Titan-Verschwörungspodcasts, extrahiert Daten, die auf eine finstere Aktivität im Apex-Wert in Pensacola hinweisen. Godzilla greift die Einrichtung an und Bernie stolpert während des Amoklaufs über ein riesiges Gerät. Madison Russell, eine Zuhörerin von Bernies Podcast, beauftragt Josh Valentin mit der Untersuchung von Godzillas Angriffen. Walter Simmons, CEO von Apex, rekrutiert den ehemaligen Monarch-Wissenschaftler und Hohlerde-Theoretiker Nathan Lind, um die Suche nach einer Energiequelle in der Hohlerde, der Heimatwelt der Titanen, zu leiten. Lind zögert, da sein Bruder bei einer Expedition zur Hohlerde aufgrund eines starken, umgekehrten Gravitationseffekts ums Leben kam. Er stimmt zu, als Walter verrät, dass Apex Heavies entwickelt hat. Spezialfahrzeuge, die in dem Schwerkraftfeld standhalten können. Lind überredet Andrews, sich von Kong über einen Außenposten in der Antarktis führen zu lassen.
Lind, Andrews und ein Apex-Team unter der Leitung von Walters Tochter Maya besteigen einen von der US-Marine eskortierten Lastkran, der einen sedierten und gefesselten Kong an Bord hat. Godzilla greift den Konvoi an und besiegt Kong. Dann zieht er sich zurück, nachdem die Schiffe ihm vorgaukeln, sie seien zerstört. Kong wird zum Eingang der Hohlerde geflogen und das Team folgt ihm in den Hiwis in den Tunnel. Bernie begleitet Madison und Josh bei ihren Ermittlungen. Sie schleichen sich in die zerstörte Apex-Basis ein, entdecken eine geheime unterirdische Anlage und werden in einen Hyperloop-Transport zum Apex-Hauptquartier in Hongkong eingeschlossen, wo sie das Testgelände von Mechagodzilla finden. Dieser wird telepathisch von Ren Serizawa, dem Sohn des verstorbenen Ichiro Serizawa, über neuronale Netze vom abgetrennten Kopf von Ghidorah gesteuert. Walter beabsichtigt, die Energie der hohlen Erde zu nutzen, um die Einschränkungen der Stromversorgung von Mechagodzilla zu überwinden. In der Hohlerde finden Kong und das Team ein Ökosystem ähnlich dem von Skull Island. Im Thronsaal der Vorfahren seiner Spezies finden sie die Überreste eines alten Krieges mit Godzillas Artgenossen und eine leuchtende Axt, die aus einer Rückenplatte eines anderen Godzillas hergestellt wurde. Das Apex-Team identifiziert die Stromquelle und sendet trotz Andrews Protesten eine Meldung an seine Basis in Hongkong zurück. Godzilla wird von Mechagodzillas Aktivierung angezogen und kommt in Hongkong an. Godzilla baut mit seinen atomaren Arten einen Schacht direkt zum Thronsaal. Kong, Andrews, Jaya und Lind reisen nach Hongkong, wo Kong Godzilla in einen letzten Kampf verwickelt, aus dem Godzilla als Sieger hervorgeht und Kong in einem sterbenden Zustand zurücklässt. Madison, Josh und Bernie werden vom Sicherheitsdienst gefasst und zu Walter gebracht, der Ren befiehlt, Mechagodzilla zu aktivieren, der dann von Ghidorahs Bewusstsein besessen wird. Er tötet Walter, tötet Ren durch einen Stromschlag und überwältigt Godzilla. Lind belebt Kong wieder, indem er das Hiwi aus seiner Brust zur Explosion bringt und so wie ein Defibrillator wirkt. Jaya überzeugt Kong, Godzilla zu helfen. Als Mechagodzilla beide Titanen überwältigt, schließt Josh kurzzeitig die Steuerung von Mechagodzilla mit Bernies Schnapsflasche auf dem Bedienfeld kurz. Godzilla lädt Kongs Axt mit seinem atomaren Atem auf und ermöglicht es Kong, Mechagodzilla zu zerstören. Madison, Bernie und Josh vereinen sich wieder mit Madisons Vater Mark. Godzilla und Kong erkennen sich gegenseitig an und gehen danach getrennte Wege. Einige Zeit später richtet Monarch einen Beobachtungsposten in der hohen Erde, wo Kong jetzt herrscht. Der Comic Godzilla x Kong the Haunted erzählt die Zeit danach. In der Hohlerde kämpft Kong gegen Spinebrawler. Danach untersucht er eine Höhle und findet darin zahlreiche Gemälde von Monstern, darunter eine Konfrontation zwischen Godzilla und einem anderen reptilienartigen Titan, Shimo. Bernie Hayes, Moderator des Titan Truth Podcasts, berichtet über Godzillas Angriff auf einen U-Boot-Turm im Atlantik, der seit 2020 verlassen ist. US-Kampfflugzeuge fliegen über ihn hinweg, halten aber ihr Feuer zurück, während er ihn mit seinem atomaren Atem anzündet. Hayes erinnert seine Zuschauer daran, dass Godzilla immer mit Absicht handelt und erinnert sie an seinen Angriff auf Apex Cybernetics, als sie heimlich Mechagodzilla bauten. Er beschließt herauszufinden, was zu diesem jüngsten Überfall geführt hat. Hayes kehrt mit Lebensmitteln in sein Aufnahmestuhl zurück und findet dort einen weiteren Godzilla-Alarm vor. Er berichtet, dass der König der Monster sich Indien nähert. Er ist fassungslos, als Gilla plötzlich zuerst an der Küste auftaucht, direkt auf Godzillas Weg. Der Titan durchbohrt mit seinen Beinen ein Kernkraftwerk und löst seine Kernschmelze aus. Anschließend bedeckt der Titan das Gebiet mit einem nebelartigen Schadstoff, der die Strahlung absorbiert, und kehrt danach ins Meer zurück. Hayes spekuliert über Skillas Motive und vermutet, dass sie sich möglicherweise darauf vorbereitet, genug Strahlung zu reproduzieren oder zu absorbieren, um Godzilla herausfordern zu können. Skylla greift Rom an und kurz darauf taucht Godzilla auf und die beiden Titanen beginnen zu kämpfen. Währenddessen kämpft Kong gegen den Titan Hunter, einen Mecha, der von Raymond Martins Firma RM Construction, die auch die Kuppel auf Skull Island gebaut haben, gebaut wurde. Er ließ ihn als Racheinstrument bauen, nachdem er 2014 seine Familie durch den weiblichen Muto verloren hatte. Nachdem er einen Schlag abgefangen hat, überwältigt der Affentitan den Mecha und lässt ihn am Rand einer Klippe baumeln. Nachdem Martin über die Ungerechtigkeit schwärmt, lässt Kong ihn fallen und der Sturz zerschmettert den Titan Hunter. Martin überlebt den Sturz, doch wird dann von Spinebrawlern gefressen. Das war nun die bisherige Geschichte des Monsterverse, die bald durch den neuen Film Godzilla x Kong the New Empire erweitert wird. Dieser Film wird im Jahre 2027 spielen. Bis dann. Es war Frankenstein.